Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Togo Reisemobile in Stove mit unserem kleinen Nasenbärenquartett. Und zwar haben wir heute die gesamte Pössl Haarline. Wir haben einen Twin Vario, wir haben einen Vario 545, einen Concorde Kompakt und einen Vario 499. Mehr geht nicht. Es sind unfassbar unterschiedliche Lösungen. Das Einzige, was diese Fahrzeuge komplett eint, ist, dass sie alle das GFK-Hochdach haben und wie die einzelnen Grundrisse aufgebaut sind. Das schauen wir uns im heutigen Video zum kompletten Überblick über die Pössl Haarline des Modelljahres 2023. Ja, herzlich willkommen. Heute machen wir was ganz anderes und zwar hat jedes dieser 4 Fahrzeuge das GFK-Hochdach und damit ist jede Grundrisslösung anders. Und die Autos haben nicht nur die Dächer, sondern auch absolut besondere Lösungen drumherum, weil du einfach durch diese gewonnene Höhe ganz neue Möglichkeiten hast, die du einfach bei den klassischen flachen Autos nicht hast. So eine normale 6 Meter Grundrissvariante kennen wir, aber wir gucken heute, wie ist das im Einzelnen umgesetzt. Und erstmal machen wir noch ein bisschen eine Runde von außen rum und ich zeige euch so ein bisschen die verschiedenen Varianten. Und deswegen fangen wir hier drüben bei dem kleinsten im Bunde an. Und zwar ist der Vario 499. Ich weiß nicht, ob man auf dem Video die Tränen erkennen kann, die hier aus meinem Auge rauslaufen. Ein Fahrzeug, was leider in Zukunft nicht mehr gebaut wird. Ich zeige ihn euch trotzdem, weil sowohl dieser hier als auch noch 1 oder 2 weitere, die wir noch im Vorlauf haben, zur Verfügung stehen, die wir noch kriegen. Fiat und Citroën stellen nur leider die flache Variante dieses Chassis ein. Das Fahrzeug ist nämlich unfassbare 4,99 kurz. Das heißt, so lang wie ein normaler kleiner VW-Bus. Wenn wir gleich sehen, wie der von drinnen aussieht, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das so ein kleines Auto ist. Wir verlinken euch in der Ecke nochmal ein Video, da haben wir wirklich einen Vergleich zwischen einem Campster von Pössl und dem Wagen gemacht. Beide gleich lang, unfassbar unterschiedlich, aber schaut euch das mal an. Das Auto ist auf jeden Fall jegliche Erwähnung wert, weil der, obwohl er nur 5 Meter lang ist oder unter 5 Meter lang ist, ihr habt ein Doppelbett 2 Meter mal 1,70, ihr habt eine Sitzgruppe für 4 Personen, ihr habt eine Nasszelle und ihr habt trotzdem noch einen großen Stauraum unterm Bett. Wenn man dann eine Nummer weiter schaut, haben wir den Vario 545. Wie der Name schon sagt, basiert der auf dem etwas längeren Fahrzeug. Wenn man so will, sind die Fahrzeuge deckungsgleich. Der Unterschied ist, dass das, was wir an Länge hinten dran bekommen, 2 Etagenbetten hinten zugerechnet wird. Das heißt, wir haben hier eine Lösung, wo ihr auf weniger als 5,50 Meter Länge ein Auto habt, was für eine Familie mit 4 Personen so funktioniert, dass jeder ein eigenes Bett hat und die Sitzgruppe trotzdem noch genutzt werden kann und Stauraum da ist und eine Toilette und es einfach ein tolles Familienauto ist. Wenn man jetzt aber sagt, alles schön und gut, 5,40 Meter finde ich super, wir sind aber nur zu zweit, dann ist vielleicht der Concorde Kompakt für euch die richtige Lösung. Der sagt nämlich nicht, hey, mehr Länge, da machen wir hinten einfach was dran, sondern der sagt, wir machen alles anders als alle anderen Autos. Dieses ist das einzige Fahrzeug aus unserem gesamten Modellprogramm, was eine klassische Vierersitzgruppe hat, so wie es früher in Alkoven und teilintegrierten Reisemobilen ganz viel der Fall gewesen ist. Und da sieht man auch schon, dass wir zwischen Vario 499 und 545 mit der etwas großen Nase in unserem Nasenbär-Quartett quasi hier die etwas kleinere haben. Das heißt, hier ist so ein bisschen so ein Stummelnäschen vorne mit dran. Damit ist er einen kleinen Tick eleganter von dem, was die gesamte Form ist. Und auch da muss man sagen, wenn man, oder das gilt eigentlich für alle Fahrzeuge, wenn man bei einem Fahrzeug sagt, wir bauen kein festes Bett ein, sondern wir lagern das Bett ins Dach aus, dann habt ihr plötzlich auch in so einem 5,40 Meter langen Auto einen gewaltig großen Lebensraum. Ja, und dann gibt es im Prinzip noch den ganz großen im Bunde, Twin Vario. Da sagt ja schon der Name, in welche Grundrissrichtung das geht. Twin bedeutet bei Pössl immer 6 Meter mit Querbett in irgendeiner anderen Lösung noch mit dabei. Hier ist halt auch die ganz klassische Variante Heckbett quer, vorne die Sitzgruppe und dann haben wir aber oberhalb der Sitzgruppe noch ein großes Doppelbett mit 2 Meter mal ungefähr 1,40, dass man wirklich auch 4 Betten hat mit einer Sitzgruppe für 4 Personen, die aufgebaut bleiben kann, obwohl alle schlafen. Heißt kurz zusammengefasst, wir haben 2 echte 2-Personen-Autos, die mega cool sind und wir haben 2 echte 4-Personen-Autos, die mega cool sind. Und damit ihr jetzt einfach eine Idee habt, wie das Ganze aussieht von innen, bevor wir so richtig in die Details der Autos eintauchen, schaut euch einfach schon mal ein, was da ist. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und dann gehen wir im Detail auf die einzelnen Grundrisse ein.
Ja, und so sieht der Kleine von innen aus. Ich meine, ihr müsst euch bei diesem Auto immer auf der Zunge zergehen lassen, dass wir über 4,99 Meter Außenlänge reden. Um euch noch mal ganz kurz zu sagen, wie ich mir das Video heute vorstelle. Es geht jetzt nicht darum, im Detail jede Klappe und alles andere zu zeigen, sondern ich will euch vor allem einen Überblick geben, damit ihr für euch entscheiden könnt, kommen diese Haarline-Autos für mich überhaupt in Frage? Sind das Grundrisslösungen, die ich cool finde oder auch nicht? Um diesem Wetter, wo der Atem beschlägt, vernünftig entfliehen zu können in Regionen, wo es schön ist. Wobei das tatsächlich auch einer der Punkte ist, wo man sagen kann, so ein GFK-Hochdach hat natürlich auch echte Vorteile, weil es natürlich auch eine bessere Isolierung ist. Ihr habt wirklich GFK außen, GFK innen und das komplett durchisoliert letztendlich. Bei einem Kastenwagen haben wir ja immer Blechverstrebung und nur da isoliert, wo die Flächen das auch wirklich zulassen. Prinzipiell ist das aber auf jeden Fall eine Lösung, die Lösung, die alle Fahrzeuge vereint, bis auf den Concorde Kompakt, ist, dass wir eine ganz klassische Vierersitzgruppe haben. Das heißt, Fahrer-Beifahrersitz zum Drehen, die Zweiersitzbank gegenüber, einen schönen Tisch. Bei Pössl letztendlich immer mit der Möglichkeit, noch ist es kalt, wenn ich über die Sachen, das ist der weite Winkel, immer mit der Möglichkeit, hier den Tisch komplett auszudrehen, um auch am gedrehten Beifahrersitz dort einen vernünftigen Raum zu haben. Das heißt, ihr habt aber im Gegenzug auch immer 4 Sitzplätze. Und bei diesen Fahrzeugen, zumindest beim Vario 545 und beim Turbin Vario, also bei den großen, sogar auch die Möglichkeit, 5 Sitzplätze zu haben. So, jetzt schweife ich aber schon wieder ab. Mir geht es vor allem darum, Eindruck zu haben. Wir haben hier das Holzdekor Eiche Kupfer Bohrer, damit ihr das schon mal wisst. Und wir haben hier den Polsterstoff Samba. In meinen Augen eine Kombination, die hervorragend so funktioniert, die ihr in den anderen Autos natürlich genauso auch haben könnt. Da schauen wir aber gleich auch noch mal rein. Eine tolle indirekte Beleuchtung, aber das Highlight ist das, was ihr aktuell gar nicht sehen könnt. Das ist hier oben drauf und das ist das Bett. Und weil das dieses Auto so mega besonders macht, schauen wir da jetzt mal rein. So, das heißt, der Weg von der Sitzgruppe ist gar nicht weit. Ich bin nur 1,50 aufgestanden. Und wenn man das jetzt runterklappt, fällt zum einen auf, dadurch, dass diese Autos zugegebenermaßen sehr, sehr hoch sind, haben wir jetzt hier noch eine adäquate Höhe. Es ist ein gewaltig großes Bett. Hallo Echo. Hallo Markus. Entschuldigung. Vielleicht hat irgendjemand früher Otto geguckt. Egal. Das, was ich auf jeden Fall zeigen wollte, ist, dass man hier drunter aufrecht, also nicht aufrecht gehen, aber ich habe egal gesagt, das spielt aber keine Rolle. Ich wollte mir das egal abgewöhnen. Man kann sich hier hinsetzen, obwohl das Bett aufgebaut ist. Man kann oben drauf liegen und schlafen und man kann fast aufrecht nach hinten gehen. Du kannst die Küche komplett verwenden. Das heißt auch, wenn ihr eurer geliebten Frau einen Kaffee zum Frühstück machen wollt, müsst ihr nicht warten, bis sie aufsteht, sondern könnt hier einfach schon mal in Ruhe einen Kaffee kochen, das Frühstück zubereiten und dann irgendwann sagen, hallo Schatz, ich bin bereit. Komm runter, ich habe alles aufgeräumt, der Frühstückstisch ist gedeckt. Ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest. Also es ist einfach so eine ganz runde Sache im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Auto von außen eben echt so auch eine runde Sache ist. Punkt. Gegenüberliegend habt ihr hier den Kühlschrank, serienmäßig einen Kompressorkühlschrank. Apropos Kompressorkühlschrank und Unabhängigkeit, ihr könnt zumindest die kleineren 3 mit Dieselheizung bestellen. Kompressorkühlschrank ist bei den 3 kleinen serienmäßig. Beim Turbin Vario sieht die Welt ein bisschen anders aus, aber da gehen wir nachher noch mal separat drauf ein. Insgesamt auf jeden Fall 2 Meter mal 1,70 Bett, eine gewaltig große Sache. Und wenn ihr das im Detail mit den ganz genauen Maßen haben wollt, wie gesagt, das Video, was wir vorhin verlinkt haben, das ist ja da oben in der Ecke für euch immer noch sichtbar. Schaut es euch einfach in Ruhe an. Stauraum geht natürlich ein bisschen verloren, wenn ich so ein Bett oben habe, weil ich nicht umlaufend Dachstrauschränke haben kann. Dafür habt ihr aber, wenn wir hier einmal in die Ecke schauen, ich hoffe, das kann man so sehen, zum Beispiel hier hinter dem Kleiderschrank, und ich sage an dieser Stelle noch einmal 4,99 Meter Außenlänge, einen sehr, sehr großen Kleiderschrank hier hinten hinter der Nasszelle. Ihr habt eine echte Toilette da, wo Vladi steht. Und wenn ihr euch nach dort rüber dreht, Waschbecken mit Waschtisch. Und an den beschlagenen Fenstern seht ihr, wie kalt das für euch, wie kalt das ist und wie gern wir für euch hier draußen in der Kälte leiden. Ich finde, das Ganze ist hübsch aufbereitet. Auch das neue Waschbecken ist eine richtig schöne Sache. Und was man sich halt überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass man trotz Sitzgruppe, Bett, Nasszelle, großer Küche
immer noch einen adäquaten Heckstauraum hat. Und deswegen ziehen wir jetzt mal gemeinsam raus und gucken uns hinten den Stauraum gemeinsam an, weil auch da noch mal richtig viel Raum ist. Und so sieht es von hinten aus. Das, was ich eben ja groß angekündigt habe, ist einmal hier der Stauraum. Das heißt, ihr habt so ein richtiges Kellerfach für Tisch, Stühle, ein Stand-Up-Paddleboard, irgendwas in der Richtung. Reicht das alles locker? Und dann muss man ja auch sagen, fliegt ihr nach New York, nehmt die teuersten Hotels der Welt. Gibt es Hotels, wo man über die Skyline von New York schauen kann, während man am Pissoir steht. Wozu so weit fliegen und so viel Geld ausgeben, wenn man auch ein Vario 499 haben kann, mit dem man rückwärts ans Meer fährt, die Türen aufmacht und auch beim Pinkeln aufs Meer gucken kann. Das ist doch auch eine schöne Idee. Was toll ist, ist hier, dass ihr zum Beispiel den Duschschlauch einfach nehmen könnt und draußen quasi gleichzeitig die Außendusche habt und natürlich auch sehr schnell sehr viel Luft ins Fahrzeug reinbekommt. Wenn ihr euch ein Vario 499 kaufen wollt, achtet darauf, dass er das Fenster da oben mit drin hat. Das ist nämlich nicht serienmäßig. Bei den Fahrzeugen, eigentlich, ich habe für euch schon drauf geachtet. Die Fahrzeuge, die wir noch haben können, haben das Fenster mit rein konfiguriert. Das passt also. Dem aufmerksamen Beobachter wird vielleicht nicht entgangen sein, dass es keinen Gaskasten bisher im Fahrzeug gegeben hat. Die sitzen hier drin und das sind 2x11 Kilo Gas, die da reinpassen. Das ist natürlich bei so einem Fahrzeug, was eine Dieselheizung hat, Quatsch. Da bauen wir in der Regel das um zu einem Stauraum und dem restlichen Gasfach dann für 2x2,8 Kilo, damit man einfach noch unabhängiger ist und noch ein bisschen mehr Stauraum generiert. So, was ich ja gesagt habe, ist, dass der Vario 545 im Prinzip der gleiche Grundriss ist, aber einen kleinen Tick länger. Und die stehen hier beide so schön nebeneinander, dass wir ihn erstmal aufschließen sollten. Haben wir den Schlüssel? Das ist nicht der richtige. Der sieht, das ist auch nicht der richtige. Der sieht gut aus. So, Schlüssel sind da, reingekommen ins Auto sind wir auch. Das, was man halt direkt sieht, der Vario 499 hat eigentlich dort aufgehört. Jetzt haben wir das Fahrzeug 40 cm länger, haben hier unten ein Bett drin, was ungefähr 60 cm Breite hat. Auch zu diesem Fahrzeug gibt es ausführliche Videos von uns bei YouTube. Verlinken wir euch auch oben in der Ecke, dass ihr euch die genauen Bettmaße dort anschauen könnt. Das heißt, hier wird die Nasszelle etwas kompakter und kleiner, als sie drüben ist. Dafür habe ich aber hier unten ein breites Einzelbett. Und da oben drüber noch ein zweites Etagenbett, das wir von innen gleich noch mal sehen. Insgesamt wird aber natürlich auch der Raum, wenn ich nicht die Duschwanne hier auf Fußbodenniveau habe, der Raum hier unten größer. Und dieses Auto ist wirklich ein Fahrzeug, was total multifunktional ist, weil es wirklich ganz unterschiedliche Einsätze hat. Wir haben die unterschiedlichsten Ideen, für die das genutzt wird, hier schon umgesetzt mit Kunden. Klar, die Standardlösung liegt auf der Hand. Klassischer Familiengrundriss, Eltern schlafen vorne, 2 Meter mal 1,70 Doppelbett. Kind 1 hier mit 1,95 Länge, Kind 2 in dem etwas kleineren Bett, das ist etwas kürzer, 1,65, 1,70, aber für 2 Kinder normalerweise ausreichend große Betten, schöner Stauraum. Jetzt könnte man aber auch losgehen und sagen, hey, wir sind 2 Erwachsene und wir wollen ein bisschen getrennt schlafen, weil einer von uns beiden schnarcht. Wir haben eine Holztür hier als Abtrennung und eine weitere als Nasszellentür. Das heißt, ihr habt 2 feste Türen zwischen beiden Betten. Und wenn man das obere Etagenbett rausnimmt, hat man hier auch sehr viel Raumgefühl nach oben und hat es damit relativ großzügig. Oder man könnte sagen, wir sind 2 Erwachsene und ein Kind. Das Kind ist etwas kleiner, schläft oben. Wir lassen dieses Bett weg, weil das hier alles rausnehmbare Teile sind und haben hier hinten eine Fahrradgarage drin. Oder, und dann sind das auch schon mal die ersten Ideen, pflanzt diesen Samen in eurem Gehirn ein und überlegt euch, was für euch die richtige Lösung sein könnte. Beide Betten weg, ihr seid zu zweit, seid Aktivsportler und sagt, mein Surf-Equipment stelle ich aufrecht hier hinten rein. Also es sind wirklich die unterschiedlichsten Lösungen, die denkbar sind und tatsächlich auch die unterschiedlichsten Lösungen, die umgesetzt werden. Insgesamt natürlich würde ich sagen, das Bett hier hinten, das Premium-Bett in diesem Fahrzeug, wenn eine Person hier alleine schläft, weil man auch hier einfach morgens schön die Tür aufmachen kann. Aber auch hier wieder das obere Bett natürlich mit dem Fenster zur Seite, nach hinten raus, dass man auch dort richtig schön Raum hat. Und da ist das ein bisschen mehr der klassische Höhlencharakter, so ein bisschen wie früher Schlafen im Alkoven gewesen ist. Das, was ihr hier seht, ist das Holzdekor Rosenholz und als Polsterstoff Mindoro. Und wie gut der dazu passt,
schauen wir uns mal an und gehen einfach mal rein und gucken, wie der Grundriss vorne rum aufgebaut ist. Wobei, Sneak Preview vorweg, so viel Unterschied zum 499er ist da nicht. Deswegen machen wir da jetzt auch nur einen ganz kurzen Abstecher. So, Vario 545. Wie gesagt, der Polsterstoff Mindoro passt hervorragend zu dem Rosenholz hier, aber genauso auch zu dem Eiche-Kupfer-Bohrer, also der helleren Holzvariante, die da ist. Insgesamt, was ich schon angedeutet hatte, ein relativ ähnliches Thema. Größter Unterschied ist hier, dass ihr auf der Sitzbank hier die Möglichkeit habt, einen zusätzlichen Einzelsitz als Anstecksitz sozusagen zu haben, dass ihr wirklich mit 3 Personen dort sitzen könnt. Heißt unterm Strich, wir haben 5 Sitzplätze insgesamt, ein festes Doppelbett, 2 feste Einzelbetten und dann noch die Möglichkeit, entweder hier im Sitzgruppenbereich oder hier vorne im Fahrerhaus ein zusätzliches Einzelbett zu bauen. Das heißt, ihr könnt, obwohl er unter 5,50 lang ist, wirklich auch als Familie mit 5 Personen hier drin fahren, reisen, schlafen, wohnen. Also ein Auto, oder das ist was wenig so kurze Autos können. Um euch vom Grundriss das noch mal ganz kurz aufzuzeigen, wie es hier aussieht, blenden wir jetzt den Grundriss vom 545er noch mal ein. Wir haben von hinten gesehen die Etagenbetten dort hinten. Dann haben wir davor die Nasszelle. Das ist halt so ein bisschen die konzeptionelle Idee, die bei diesen Hochdachautos mit dahinter steckt, dass wir die Nasszelle mit 2 Trennwänden haben, dass wir den hinteren Bereich komplett abtrennen, beziehungsweise beim Vario 545 auch nochmal das Bett dazu abtrennen. Und davor dann eben da, wo ihr jetzt quasi mit der Küche drauf steht, die Küche und hier die klassische Sitzgruppe. Wenn man jetzt überlegt, wo ist der Unterschied vom 545er zum kleineren 499er, da wird quasi das Auto einfach hier an der roten Trennlinie abgeschnitten und dann fallen die Betten einfach weg und da wird der Platz gespart. Das heißt, im vorderen Bereich sind die Autos bis auf ganz wenige Unterschiede gleich. Und wo die Unterschiede sind und wie der Stauraum sich im hinteren Bereich jetzt weiter fortsetzt, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Dafür müssen wir aber einmal hier die Seiten wechseln, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, wie das mit Küche, Kühlschrank, Kochgelegenheiten aufgeteilt ist, damit ihr wisst, wie das Ganze zusammengehört. Und dann könnt ihr vor allem für euch schon so ein bisschen schauen, ob so ein 545er als Familienfahrzeug für euch in Frage kommt oder ob es doch eher der Concorde Kompakt, der gleich lange, aber dann doch ganz anders aufgeteilte Bruder sein soll. Der größte Unterschied zum 499er hier vorne im Grundriss ist, dass wir ja das Auto nur 45 cm länger machen, aber 60 cm Bett hinten drin haben. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass wir 15 cm irgendwo anders einsparen müssen. Das passiert zum einen dadurch, dass die Nasszelle ein Tick gekürzt wird. Zum anderen wird aber auch der Bereich von hier bis hier etwas gekürzt. Das heißt, wir haben bei dem Fahrzeug jetzt hier einen schönen Kleiderschrank. Braucht ihr so nicht weiter reingucken. Das ist einfach ein schöner großer Schrank. Weil wir nämlich nicht mehr die Möglichkeit haben, hier den Kühlschrank hinzustellen, wie es beim Vario 499 der Fall ist. Wenn der Kühlschrank hier verschwindet, früher stand er hier vorne drunter, jetzt bei den neuen Küchenblöcken ist es zum Glück so, dass wir den Kühlschrank hier vorne auf der Stirnseite haben. Das heißt, unser Lieblingskühlschrank von innen und von außen zu öffnen. Dadurch hier vorne die schöne Ablagefläche und als Ergänzung sogar noch eine kleine Arbeitsfläche hier mit dabei, die man auch wunderbar nutzen kann, wenn man mal den Tisch richtig voll mit irgendwie einer Spielfläche oder irgendwas hat, dass man Getränke hier abstellen kann. Also insgesamt finde ich auch eine sehr schöne Lösung. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass man mit 4 Personen hier richtig gut drin fahren kann. Vom restlichen Stauraum ist es natürlich so, wir haben hier noch eine relativ große Schublade. Ich sitze jetzt natürlich überall ein bisschen im Weg. Da kann ich brauche ja auch nicht so faul sein. Guck mal, ich stelle mich hier mal davor. Hier eine große Schublade und hier noch mal eine Klappe. Da geht es aber auch richtig um die Ecke ins Fach rein. Hier oben habt ihr umlaufend wieder das gleiche wie bei den anderen Fahrzeugen. Ein bisschen Stauraum links und rechts und auch da eben schöne tiefe Fächer, dass wahrscheinlich jede Person einen so einen großen Schrank hat. So machen wir es jedenfalls immer in den Fahrzeugen, weil ja meist irgendwie 4 bis 5 Fächer für Klamotten sind. Jeder hat ein Fach und der Rest verschwindet dann in so großen Stapelboxen einfach im Heckstauraum, der ja hier auch wieder gewaltig groß ist. Und was man hier nicht unterschätzen darf, ist, was wir da oben haben an Stauraum, weil das ja wirklich von hier bis da über die gesamte Breite ein Fach ist. Das heißt, alles, was ihr an Wolldecken, großen Saunahandtüchern oder sonstigen mit dabei habt, kann man da oben wunderbar verstecken. Und auch für die Leute, die im Bett schlafen, natürlich eine tolle Ablage für Brillen, Bücher und all sonstige Dinge.
Was mir am meisten auffällt, das ist jetzt im Winter, wo es einfach kalt, nass und regnerisch ist, merkt man das nicht ganz so sehr. Wir haben ja jetzt 1,5 Jahre wirklich Fahrzeug mit Aufstelldach hinter uns. Ein großer Vorteil dieser GFK-Hochdächer ist, dass ihr die festen Glashauben oben habt. Das heißt, wir haben, obwohl die Betten hier sind, ganz viel Licht und Luft. Wir haben bei allen Fahrzeugen links und rechts Fenster. Wir haben bei allen Fahrzeugen Dachhauben im Dach. Und das macht natürlich mit dem Raumgefühl schon etwas. Und es ist natürlich auch was anderes, ob ich 1,90 Stehhöhe habe, wie in so einem normalen Ducato, wo dann das Aufstelldach drauf liegt. Oder was auch immer es hier an Höhe ist, 2,60 an Stehhöhe, um hier vernünftig stehen zu können. Also es ist einfach ein anderes Konzept. Man erkauft sich das so ein bisschen mit dem Nachteil der vielleicht nicht ganz so eleganten Optik draußen. Aber es hat auf jeden Fall konzeptionelle Vorteile im Lebensraum drin. Wie gut die sind, das kann ich euch in ungefähr 1,5 Jahren sagen, weil das, was für uns in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich passieren wird, die Liefersituation ist ja für uns leider genauso unglücklich wie die für die meisten unserer Kunden. Prinzipiell ist der Plan, dass wir nächstes Jahr ein Tuban Vario fahren. Was ist der Tuban Vario? Das ist eine Nummer größer und da springen wir zum übernächsten Auto hin. Guck mal, der Tag ist lang, der Winter ist kalt, das Gehirn arbeitet nicht ganz so schnell. Davor haben wir noch einen wunderschönen Concorde Kompakt. Das heißt, wir haben jetzt gesehen den 499er für 2 Personen, hier sind wir für 4. Gleiche Länge, andere Grundrissidee, springen wir jetzt rüber in Concorde Kompakt, nochmal für 2 und danach fairerweise wieder für 4 Personen. Lass mal rüberspringen. Und was würde jetzt passieren, wenn man sagt, ich nehme den 5,45 Meter Wagen, verzichte aber auf die Betten hinten, möchte aber trotzdem das gleiche Grundrisskonzept wie im 499er beibehalten? Dann habt ihr das hier. Eine unfassbar große Sitzgruppe, weil wir plötzlich den gewonnenen Raum nicht hinter der Nasszelle dranhängen, sondern die Nasszelle ein Stück weiter nach hinten rücken, dieses Schrankelement, was hier stand, weglassen und das Ganze einfach der Sitzgruppe und dem Raumgefühl zuschlagen. Und so habt ihr einfach nochmal eine ganz neue Idee. Und das, glaube ich, ist auch ein Grundriss, den es kein zweites Mal momentan am Markt gibt. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil auch der eine oder andere kommt und sagt, das ist doch total verschenkter Raum. Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die sagen, ich möchte nicht jeden Abend meine Sitze drehen, sondern ich möchte nach hinten gehen können und mich hier in die Sitzgruppe setzen können. Das heißt, erstmal, bevor wir es uns im Detail anschauen, für euch der Grundriss hier neben mir eingeblendet. Wo ich sitze, klassische Vierersitzgruppe. Zweiersitzbank, auf der ich sitze, gegenüberliegende zweite Zweiersitzbank. Man könnte jetzt sogar den Beifahrersitz, der ist auch noch auf einer Drehkonsole, den kann ich auch noch drehen. Dann habe ich so ein bisschen abseits, aber irgendwie doch im Lebensraum eine ganz geile Leseecke da vorne mit drin. Und was eine absolute Besonderheit und totale Alleinstellung dieses Fahrzeugs ist, wir haben 5,40 Meter Außenlänge, aber die Möglichkeit, ihn mit 6 Sitzplätzen zu bestellen. Das heißt, stellt euch vor, ihr seid Eltern oder Großeltern und wollt eure Enkel oder Kinder mitnehmen und es sind mehr als 2, dann wird es schon eng. Es sind mehr als 3, dann ist es nahezu unmöglich. Hier könnt ihr wirklich mit einem perfekten Auto für 2 Personen reisen und habt trotzdem im Alltag ein Auto, was so lang ist wie ein VW-Bus mit langem Radstand. Also eine mega tolle Lösung. Aber der Hauptgrund, warum die Leute dieses Auto kaufen, ist einfach, weil ihr ein Raumgefühl sondergleichen habt. Alleine, wenn ihr euch überlegt, wie groß das Fenster hier ist. Wir haben noch ein zweites Fenster hier hinten. Wir haben oben links und rechts die Fenster im Bettbereich. Oben drüber hier die große Dachhaube und den freien Blick von vorne nach hinten. Es ist halt unglaublich, was es ausmacht, wenn man die Nasszelle nicht mitten im Raum stehen hat, wie bei den ganzen Fahrzeugen, wo wir quasi das Heckbett hinten quer haben, da muss ja die Nasszelle vors Bett rutschen, sondern wenn man die Nasszelle quasi als letzte Scheibe vorm Heck drin stehen hat, dann wirkt der restliche Raum einfach nochmal eine ganze Ecke größer. Was hier ein bisschen kleiner ist als bei den anderen Fahrzeugen, ist durch die geänderte Dachform. Ruft euch nochmal ganz kurz vom Anfang die Außenform, oder wir blenden euch das nochmal ein, so mal dieses kleinere Näschen. Das ganze Bett ist ein bisschen weiter zurückgezogen und dadurch ist es etwas schmaler als beim 499er und 545er drüben. Wie es genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Und dann sollten wir hier noch mal einen Blick reinwerfen. Und auch hier, auch wenn das der wahrscheinlich meistgesagte Satz in all unseren Videos ist, zum Concorde Kompakt gibt es natürlich auch schon 1 oder 2, vielleicht auch 3 oder 4 ausführliche Videos. Das Schönste davon blenden wir euch auch da oben in der Ecke mit ein.
Also wer ganz konkret wissen will, wie der Concorde Kompakt aufgebaut ist, wo die einzelnen Sachen drin sind, der schaut sich das einfach nochmal mit an. Aber im Kurzdurchlauf heute, in unserem Überblick, was macht die Pössl H-Line besonders und anders als alle anderen Fahrzeuge, soll das heute im schnellen Durchlauf einfach euch nur zeigen, wie der Grundriss im Detail aufgebaut ist. Was man natürlich auch hier nicht vergessen darf zu erwähnen, ist diese absolute Stehhöhe. Also guckt euch mal an, wie viel Raum um mich noch rum ist und überlegt euch mal, wie das in ganz vielen anderen Videos ist, wo ich überall anecke. Also das ist einfach wirklich schon so, dass ich hier nicht rankomme, dass ich hier schon normal rankommen muss und auch hier, wie ganz vorhin im ersten Auto, wir ziehen das mal nach vorne, ich kann hier unter mich bewegen, ich kann mich hier noch hinsetzen, ich kann hier auch noch die Küche benutzen. Was man sieht, ist, dass der Klappmechanismus hier einen kleinen Tick anders ist als bei den Vario 545 und 499, weil das hier so einen Knick drin hat. Das ist einfach der anderen Dachform geschuldet und hat für euch den netten Nebeneffekt, dass wir hier serienmäßig so ein punktelastisches Lattenrost mit drauf haben, beziehungsweise nicht serienmäßig, man muss das bestellen, aber man kann es so bestellen. Und auch hier würde ich sagen, ohne die Maße jetzt genau zu erkennen, das sollte für 2 Personen locker ausreichen. Insgesamt, wenn man es hochklappt, aber auch hier wieder die Variante Fenster links, rechts, Licht von oben, richtig schön großzügig, dass wenn man hier in der Küche steht und sich im Auto bewegt, man es richtig schön großzügig hat. Und damit ihr besser sehen könnt, was die Küche so mit sich bringt und wo der Kühlschrank und alles ist, tauschen wir einmal kurz Plätze und dann zeige ich euch das ganz genau. Ich lehne mich mal hier ganz gechillt an die Lehne an. Grundsätzlich zeigt das nämlich einfach, wie viel Raum hier ist. Ihr habt eine riesengroße Arbeitsfläche. Wem die nicht reicht, der klappt sich das hier einfach noch mal ein bisschen mit aus. Wir haben ein normal großes Waschbecken, 2 eher kleine Kochmöglichkeiten. Dann hier die gleich schöne große Schubladen. Was im Vergleich zu den Fahrzeugen vorhin noch dazu kommt, ist, dass wir hier Riesenschränke haben, die noch der Küche sozusagen zugeschlagen sind. Genau, das ist auch nochmal ein richtig schöner Schrank. All das seht ihr ja in dem Video zum Concorde Kompakt. Und auch hier den Kühlschrank auf der Stirnseite von der Küche. Das heißt auch hier die Möglichkeit eben sowohl von außen als auch von innen an den Kühlschrank anzukommen. Wenn man das hier wegklappt und den Durchgang wieder frei macht, dann sieht man im Prinzip schon, wir gehen hier 2 Schritte hoch und sind dann hinten in der Nasszelle. Das, was knackt, ist nicht aufgrund meines hohen Gewichts, sondern hier ist noch eine Schutzfolie in der Wanne. Das ist so in Ordnung. Und auch hier, obwohl ihr habt gesehen, was für große Stufen ich hochgegangen bin, obwohl ich so hochgegangen bin, kann ich immer noch stehen. Es liegt einfach daran, dass das Auto draußen, je nach Dachhaube, ungefähr 3,5 Meter hoch ist. Wie im Vario 499 ganz am Anfang habt ihr, wenn ihr hier mit um die Ecke guckt, ist ein bisschen düster jetzt hier, aber ich hoffe, für den Eindruck reicht das, einen großen Kleiderschrank, trotz des kleinen Autos. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite haben wir auch noch mal einen richtig schönen Spiegelschrank. Das Grundkonzept ist so ähnlich wie bei den anderen beiden. Das heißt, wir haben den Gaskasten hier unten drunter, wo 2x11 Kilo reinpassen. Und hier eben die Möglichkeit, wirklich auch großzügig zu duschen. Das sind jetzt die 3 kleineren der H-Line. Die sind sich vom Grundkonzept einigermaßen ähnlich. Das heißt, immer sozusagen das große Doppelbett vorne und dann hinten gar keins oder verschiedene andere Varianten mit drin. Die Frage ist nur einfach, was passiert, wenn ich so ein GFK-Hochdach auf ein 6-Meter-Auto draufsetze und den klassischen Twin sozusagen ergänze um einfach ein Obergeschoss sozusagen. Und was das macht und warum er Twin Vario heißt, das sehen wir, wenn wir uns drüben den Twin Vario anschauen. Und dafür sollten wir anfangen, euch einmal kurz von draußen zu zeigen, wie unterschiedlich dann doch die Chassis sind. Weil Nummer 1, 2, 3 waren bisher auf dem flachen Ducato oder Jumper mit einem sehr hohen Dach. Und der Twin Vario löst das Ganze ein bisschen anders. Und das zeige ich euch jetzt schnell. Das, was ich mit der unterschiedlichen Höhe meine, ist nämlich, dass die ersten 3 Fahrzeuge auf einem relativ flachen, dem H1 Ducato aufbauen. Das heißt, guckt mal, wo hier die Hand ist. Und wenn ich das Ganze hier rüberziehe zum Twin Vario, ist da die obere Kante. Weil dieser hier ein sogenannter H2 Ducato ist. Das ist unsere klassische Kastenwagenhöhe. Ungefähr 2,65 hoch.
dann ist das die Höhe. Und wenn ich natürlich den 265er H2-Kasten nehme und darauf auch noch das GFK-Dach draufsetze, was wir hier haben, dann habe ich einfach ein Fahrzeug mit noch mal viel mehr Lebensraum. Und das verändert das Fahrzeug von innen komplett und ist ein sogenannter Game Changer im Verhältnis zu dem normalen Twin. Das Ganze ist natürlich auch so, dass wir vorne die kleine Nase haben, die ja alle Vario-Modelle in dem Sinne eint. Aber für mich ist das ein Fahrzeug, was mega spannend ist. Nicht ganz aus unpersönlicher Perspektive, weil wir durchaus den Plan haben, mit so einem Twin Vario eben nächstes Jahr mal zu gucken, was das Auto kann und was das nicht kann. Und deswegen bin ich doppelt gespannt, was ich euch an dem Fahrzeug Schickes von innen zeigen kann. Es ist verdammt noch mal kalt hier. Es ist Winter und ich will weg. Nicht von diesem Video oder euch, aber aus der Kälte. Aber ist nicht immer so. Im Sommer ist uns zu heiß, im Winter ist uns zu kalt und dazwischen sind die Tage zu kurz oder zu lang oder es wird zu früh oder zu spät dunkel oder hell. Egal, mit dem Wohnmobil könnt ihr hinfahren, wo ihr hinfahren wollt. Deswegen an dieser Stelle das Plädoyer, um Wohnmobile zu besitzen. Jeder Mensch sollte ein Wohnmobil haben, damit er aus dem Alltag, der vielleicht momentan nicht immer ganz lustig ist, auch mal entfliehen kann. Und was man wirklich unterschätzt ist, wie krass der Effekt ist, wenn man einfach nur 20 Kilometer wegfährt und woanders schläft. Weil du plötzlich den totalen Tapetenwechsel hast und einfach was ganz anderes erlebst, dich als Familie oder auch als Paar komplett neu erlebst in dem Augenblick. Und es ist diese kleine Flucht aus dem Alltag, der ja oft wunderschön und toll ist, aber manchmal eben auch eine kurze Pause braucht. So, das musste mal gesagt werden. Aber eigentlich geht es hier um den Twin Vario. Das, was ich eben schon gesagt habe, das Dach ändert alles an diesem Fahrzeug. Plötzlich ist ein 6-Meter-Fahrzeug für 4 Personen nicht mehr ganz schön eng für Familien, sondern wow, so viel passt da rein. Vom Grundriss ist es ein ganz klassischer 6-Meter Grundriss. Deswegen schaut euch den Grundriss mal mit mir zusammen an. Wir haben hinten im Heck das Doppelbett, so wie wir das seit eh und je kennen. Hier vorne die Sitzgruppe, auf der Beifahrerseite die Küchenzeile. Und hier in dem Nasszellenbereich gibt es 2 verschiedene Varianten. Das, was wir in diesem Fahrzeug haben, ist das sogenannte Raumbad mit den klassischen Lamellentüren, die ihr von Pössl kennt. Und dann gibt es darüber hinaus noch das Schwenkbad, was wir aus den ganzen Summit-Baureihen kennen. Das kann man bei diesem Fahrzeug aktuell noch wählen. Wir gehen davon aus, dass Pössl diese Wahlmöglichkeit in Kürze nicht mehr haben wird, weil man natürlich an vielen Stellen, alle Hersteller versuchen gerade die Produktionsabläufe in gewisser Art und Weise zu standardisieren. Das heißt, man schaut so ein bisschen, was ist mehr gewünscht, weil man ja, wie ihr viel erlebt habt und auch bei ganz vielen anderen YouTubern und online und in Foren lesen könnt, die Autos manchmal nicht ganz so kommen, wie sie kommen sollen. Und das ist eine sehr anstrengende Situation. Und um eben dem Ganzen entgegenzuwirken, werden gerade so viele Maßnahmen überall getroffen, damit eben Liefertermintreue irgendwann wieder stimmt, wir zuverlässiger in allen Dingen werden, weil momentan wir als Händler ehrlicherweise mit euch in einem Boot sitzen. Und wir warten auch oft auf die Dinge und dann kann man nur Stück für Stück gucken, wie bringt man die berühmte Kuh vom Eis. Und dann muss man eben schauen, was ist. Und da fällt zum Beispiel auch eben Standardisierung der Grundrisse mit rein. Deswegen wird es in Zukunft irgendwann nur noch das Schwenkbad für den Twin Vario geben. Was schade ist, weil das Raumbad, so wie es hier drin ist, eine absolute Daseinsberechtigung hat und eben jedes Konzept Stärken und Schwächen hat. Aber wenn ihr das Raumbad in Zukunft haben wollt, beim Road Cruiser und den ganzen Modellen, die irgendwie Twin R, Road Camp R, also alles, wo ein R mit dabei steht, steht immer bei Pössl für Raumbad. Dort findet ihr das auch. Twin Vario haben wir natürlich auch ausgiebigst schon vorgestellt. Deswegen auch hier vorsichtshalber nochmal der Link für denjenigen, der dieses Fahrzeug ganz im Detail sehen will. Aber ich denke, was hier viel spannender ist, weil das wirklich anders ist als bei den anderen Fahrzeugen, ist, wie sieht das Ganze im Heck aus, wie ist das Schlafkonzept, wie ist der Stauraum, weil das ist unfassbar, wie viel Raum hier ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an und dafür gucken wir jetzt nach hinten. Verrückt, oder? So viel Stauraum. Schaut euch mal diese riesen Schränke hier hinten an. Da filmen wir gleich für euch noch mal rein. Das sind einfach wirklich 1,
2, 3 große Schränke auf der Seite plus nochmal 2 sehr große auf der anderen Seite, große offene Ablagen hier. Hier auch ein Riesenschrank und durch die Höhe, ich meine auch hier, es ist noch richtig viel Kopffreiheit und trotzdem ist hier oben nochmal, was mögen das sein, gute 20 cm Raum, die zum einen von der Bettseite als Ablagefläche für Lesebücher und sowas genutzt werden können und von hier hinten auch nochmal zusätzlich als komplette Lagerfläche. Also ich glaube, dieses Fahrzeug hat stauraumtechnisch überhaupt keinen Schmerz, aber wo viel Stauraum ist, ist immer die Gefahr der Überladung. Das heißt, bei so einem Fahrzeug, das wissen wir inzwischen auch aus der Erfahrung vieler Kunden, es ist auf jeden Fall sinnvoll, über eine Überladung, über eine Auflastung nachzudenken. Die meisten Tuben Vario, wenn man nicht extrem gewichtsorientiert das Ganze konfiguriert, ergibt es meistens Sinn, den Wagen auf 4,25 Tonnen aufzulasten. Wie man das macht, das erklären wir euch dann gerne, wenn ihr euren Tuben Vario konfiguriert. Also das, was wir hier wirklich haben, ist ein sehr großes, schönes Doppelbett im Heck. Das Ganze mit einem großzügigen, offenen Raumgefühl. Wir haben hinten die beiden Fenster, wir haben das Fenster oben in der Rückwand und wir haben das Fenster in der Dachhaube. Die Dachhaube da oben drin. Es ist etwas länger, es ist etwas kälter. Ich kriege fast schon blaue Finger, so kalt ist es draußen. Worauf man beim Tuben Vario wirklich achten muss, weil das auch schief geht, wenn man nicht aufpasst. Also achtet bei der Konfiguration mit drauf. Dinge, die man als selbstverständlich erachtet, zum Beispiel Fenster in den Hecktüren, sind nicht Serie. Das gilt für den Vario 545 vorhin genauso. Weil man eben gerade auch die Fahrzeuge als Stauraum hier hinten nutzen kann. Es kommt zwar selten vor, aber es gibt Menschen, die wollen dort hinten keine Fenster haben. Dementsprechend achtet drauf, dass ihr bei der Konfiguration die richtigen Fenster mitbestellt und checkt, ob die Fenster, die ihr haben wollt, im Serienumfang mit drin sind. Das seht ihr auf den Grundrisszeichnungen, fragt den Verkäufer eurer Wahl. Oder Bärbel bei uns vorne im Büro. Die sich mit Pössl hervorragend auskennt. Und für alle Konfigurationsfragen, Tuben Vario gehört zum Beispiel zu den Fahrzeugen, weil die einfach so ein bisschen unterm Radar laufen und man den Menschen erst erklären muss, wie cool die Haarline-Autos sind. Ist es zum Beispiel so, dass wir für einen Liefertermin in 2023 noch Tuben Vario bzw. Haarline-Autos konfigurieren können mit euch zusammen. Und wir sogar, jetzt wenn wir sind ja jetzt durch die ganze, das ist ja der letzte aus der Reihe, den wir hier haben, durch die Reihe durch sind. Wir haben 2 Vario 499, die im Laufe des Jahres noch kommen. Wir haben 1, 2 oder 3 Concorde Kompakt, die im Laufe des Jahres kommen sollten. Und ich glaube, ein Tuben Vario auch noch. Das heißt, da gibt es das ein oder andere, was zur Debatte steht. Grundsätzlich ist es eben so, wir haben jetzt ja nicht beide Nasszellen-Varianten da, sondern ich zeige euch heute das Raumbad. Und aus dem Schwenkbad werden wir euch aus unserem Archiv nochmal eine Szene raussuchen, die mit da ist und die so ein bisschen zeigt, wie die Aufteilung des Raumbades dann ist. Gegenüber das Schwenkbad ist wahrscheinlich eine der Neuerungen und das Tolle an dem Tuben Vario des Modelljahres 2021 ist, ihr könnt euch aussuchen, wie das Badezimmer ist. Wenn ihr sagt, das Raumbad, so wie das im letzten Jahr war, finde ich viel cooler als das Schwenkbad, weil das Schwenkbad brauche ich gar nicht, dann ist das Auto auch richtig schick. Und wenn ihr sagt, das Schwenkbad, so wie es in den Summits gewesen ist, hätte ich gerne auch. Toll, dass es das endlich auch für Familien gibt. Dann habt ihr das hier. Für das Schwenkbad ist es ganz einfach vom Prinzip. Ihr habt die Toilette und das Fenster dahinter. Und wenn ihr duschen wollt, wird hier einmal an der Wand gezogen, rübergezogen und dann habt ihr wirklich die komplette Duschwanne, wie man auch sieht, mit verschiedenen Abläufen unten für euch komplett frei. Und wenn nicht mehr geduscht wird, schwenkt ihr das wieder zurück. Insgesamt fällt die massive Stehhöhe in dem Fahrzeug durch das Dach auf und ist eigentlich alles genutzt. Hier ist eine kleine Ablage. Ihr habt da oben 2 schöne Fächer, wo man im Prinzip alle Utensilien für das Badezimmer mit reinbringt. Und darüber haben wir hier nochmal ein großes Fach, was so ein bisschen als Stauraum, wenn man oben im Dachbett liegt, mitgenutzt werden kann. Wenn ich hier auf Klo gehe, habe ich eine normale Schiebetür. Damit bin ich also auch ganz schnell in meiner Privatsphäre und eben durch das serienmäßige Fenster in der Nasszelle habt ihr da auch ausreichend Belüftung. Aber heute zeige ich euch jetzt einmal, wie das mit dem Raumbad hier ist, dass man einfach echt dann ein super großzügiges Raumgefühl hat. Ich stehe jetzt ja quasi hier in der Mitte in der Dusche. Wir haben Fenster in der Nasszelle.
Wir haben eine richtig schöne Toilette und auch hier einfach relativ viel Bewegungsfreiraum. Und auch in der Nasszelle mit den Schränken. Hier oben nochmal schöne Schränke, 2 relativ große, wo man so Shampoo und solche Dinge reinbekommt. Spiegelschrank, gucke ich mal für euch, ist relativ flach, passt aber auch was rein. Schönes Waschbecken und auch hier natürlich die Möglichkeit, draußen zu duschen. Und das Schöne am Raumbad ist halt, dass es relativ wenig Raum einnimmt, wenn es quasi zusammengefaltet an der Seite ist. Nachteil ist so ein bisschen, dass hier so eine Art Stolperkante in der Mitte ist, weil ich ja jetzt quasi aktuell in der Nasszelle stehe. Und dass natürlich, wenn jemand auf Toilette sitzt, der Durchgang von vorne nach hinten blockiert ist, was, glaube ich, in so einem normalen Familienleben kein Problem sein sollte, weil man ja durchaus weiß, für die nächsten 30 Sekunden bin ich entweder vorne oder hinten. Das Bett da oben ist im Prinzip, wie wir es eben im Concorde Kompakt gesehen haben, also auch nochmal mit dem Lattenrost, wenn ihr den mitbestellt, aber das sollte man unbedingt tun. Insgesamt also einfach auch ein Fahrzeug, wo ihr total flexibel schlafen könnt. Ihr habt ein großes Doppelbett hier, ihr habt ein großes Doppelbett da oben. Beide passen für Kinder und Erwachsene. Das heißt, man kann es so machen, wie ich erwarte, wie es bei uns werden wird. Das ist die Grundidee, wo die Eltern und Erwachsenen schlafen. Manchmal schläft man wahrscheinlich oben oder 1 und 1, also ein Kind, ein Erwachsener und das bunt durchmischt. Es gibt keine festen Plätze im Wohnmobil. Jeder darf da schlafen, wo er sich am wohlsten fühlt. Insgesamt hoffe ich, dass ihr heute einen guten Überblick über die verschiedenen Modelle der Haarline bekommen habt. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ist, dass ich persönlich das durchaus gut finde. Es liegt natürlich auch an meiner Fülle und an meiner Körpergröße und auch an unserem Nutzungsverhalten als Familie, dass wir einfach dieses Mehr an Raum also es mir gut gefällt und dass wir es auch sehr gut gebrauchen können. Aber prinzipiell bin ich der festen Überzeugung, dass diese festen Dächer ganz neue Möglichkeiten bieten. Das ist sicherlich nicht für jeden das Richtige, weil auch nicht jeder gerne in so ein Dach oben reinsteigt. Wenn man aber sagt, da oben mag ich schlafen und ich persönlich liebe das, ich bin im Alkoven früher aufgewachsen, dann ist das eine ganz besondere Art und nochmal ein ganz anderer Schritt Richtung Wohnmobil, Kastenwagen, kompaktes Leben. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Fahrzeugen habt, wendet euch an Bärbel oder an mich hier bei uns bei Toro. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video und hoffe, dass ihr weiterhin viel Spaß mit uns habt. Fröhliche Weihnachten. Na, wir sehen uns vorher noch. Noch nicht fröhliche Weihnachten, sondern eine schöne, besinnliche Adventszeit. Und plant schon mal ganz in Ruhe, wo es für euch im nächsten Jahr hingeht, damit ihr eben aus dem Alltag dann auch das ein oder andere Mal ausbrechen könnt und das Leben in Campingfreiheit genießen könnt. Viel Spaß, bis bald und alles Gute.